Lieber alleine als mit Clarissa unter einem Dach. Ach komm, ich verspreche dir, du wirst nicht an sie denken. Dazu kommst du gar nicht. Tanja. Das hat doch keinen Sinn. Hm? Ich fahre nach Düsseldorf. Ein Mann ihrer Qualität findet doch immer was. Sogar ein Mann fürs Leben. Geht das nicht in deinen Dickschädel rein? Clarissa hat dich angelogen. Du bist der Vater von Julias Kind. Lass es uns wenigstens versuchen, ja? Julia hätte es auch so gewollt. Julia ist tot. Und ich habe einen Termin. Gero, bitte versteh mich nicht falsch, aber es wird keine Hochzeit geben. Wie? Es wird keine Hochzeit geben. Ich weiß, das klingt blöd. Aber es ist was Wichtiges passiert. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Ja, also ich glaube, ich gehe dann erstmal wieder. Wenn Sie sich einig geworden sind, dann können Sie mich ja gerne anrufen. Ja. Tut mir leid, dass Sie sich so offensichtlich umsonst hier bemüht haben. Ach, das macht nichts. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kannst du mir das erklären? Was ist denn so Wichtiges passiert? Ein Job, ich habe ein super Angebot. Was hat das mit unserer Hochzeit zu tun? Der Job ist in New York. In New York? Ja, und ich soll nächste Woche anfangen. Mensch, Tim, jetzt lass dich von der Sache mit Jan nicht so runterziehen. Du bist gut. Ich dachte gerade, ich habe endlich meine Ruhe. Jetzt macht er sich schon wieder bei mir breit. Ach, übertreib doch nicht. Der hat doch nur in deiner Badewanne gesessen. Ach, der geht bei mir ein und aus, wie es ihm gerade passt. Und dann kommt er an und will sich auf einmal wieder versöhnen. Ja, und? Es ist doch in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Der Typ geht mir einfach auf die Nerven. Dann zieh bei mir ein. Mein Angebot steht noch. Tür an Tür mit Clarissa. Ach komm, die bleibt doch nicht ewig. Wenn Christoph da ist, schmeißt er sie eh raus. Ach, wer weiß, wann er wiederkommt. So wie es im Moment aussieht, kann das ja wohl noch eine Weile dauern. Ja, dann muss ich ihr eben zeigen, wer hier die Herrin im Hause ist. Ah. Und wer ist das? Ich natürlich. Mir gehört die Hälfte von dem Kasten und ihr gehört gar nichts. Na und? Naja, wenn sie uns nervt, schmeiß ich sie raus, ganz einfach. Die lässt sich nicht einfach so rausschmeißen. Naja, eigentlich will ich auch nicht, dass es zum großen Knall kommt, aber man kann das vielleicht irgendwie so hinbiegen, dass es am Ende wie von alleine geht. Und wie willst du das machen? Mal gucken, mir wird schon irgendwas einfallen. Willst du wirklich nichts? Nee, mir ist der Appetit vergangen. Aber das verstehst du sicher nicht. Für dich ist ja alles in Ordnung. Du hast ja deinen Job. Gero, so ein Angebot kann man einfach nicht ablehnen. Nein. Der Job ist ja auch wichtiger als unsere Beziehung. Was hat denn der Job mit uns zu tun? Wir können auch in New York heiraten. Markus, ich habe auch einen Job, und zwar hier in Düsseldorf. In New York werden auch Ärzte gebraucht. Ich bin noch im Praktikum, falls du das vergessen haben solltest. Ah, Mensch, du findest aber auch wirklich immer was. Anstatt dich über so eine Chance zu freuen, überleg doch mal. New York, reizt dich das überhaupt nicht? Nee, im Moment nicht. Tut mir leid. Und warum nicht? Ich werde da sehr viel Geld verdienen. Wir bekommen ein Apartment und können da umsonst wohnen. Mensch, für sowas würde ich deinen blöden Krankenhausjob aber 10-mal sausen lassen. Ja klar, mein Job ist blöd. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Doch, ich habe dich schon richtig verstanden. Ich soll meine Zukunft deinem Job unterordnen. Unsinn, aber wenn ich in deiner Lage wäre, würde ich das auch machen, wenn du so ein Angebot hättest. Ja, siehst du? Du siehst alles immer nur aus deiner Sicht. Das ist das Problem. Das Problem ist ganz woanders. Du bist viel zu unflexibel, und zwar für mich. Zum Glück erkenne ich das noch rechtzeitig. Hier, Wiedersehen. Kann es nicht sein, dass du dich Tims wegen da in was hineinsteigerst? Überhaupt nicht. Ich sage dir, er will meine Beziehung zu Kerstin kaputt machen. Warum sollte er das wollen? Weil er immer noch glaubt, dass ich seine Ehe kaputt gemacht habe. Das ist doch Unsinn. Das denkt er wirklich. Erinnerst du dich noch an dieses Theater um Julias Kind?
Jan, das ist Schnee von gestern. Aber nicht für Tim. Stell dir vor, er erzählt Kerstin, dass Julia angeblich von mir schwanger gewesen ist. Nachher glaubt sie das noch. Ist doch hirnrissig. Aber bitteschön, wenn es dir so viel Angst macht. Und allerdings solltest du schleunigst für deine Freundin eine andere Wohnung beschaffen. Ja, ist eine gute Idee. Sag mal, ist die von neulich noch frei? Die nicht. Aber vielleicht findet sich was anderes. Wenn Sie mir noch einmal so einen abgestandenen Kaffee servieren, dann sind Sie die längste Zeit hier gewesen. Morgen. Guten Morgen, Tanja. Was war denn los? Ach, diese dusselige Kuh hat mir einen Kaffee serviert, der schon seit Stunden auf der Wärmeplatte stand. Hast du die eingestellt? Ja, aber mach dir um mein Personal mal keine Sorgen. Na, hör mal, ich muss mich doch wohlfühlen in meinem Haus. In deinem Haus ist gut. Aber du hast ja ganz recht, unsere Gäste sollen sich auch wie zu Hause fühlen. Unsere Gäste? Ach, du meinst Tim? Oder ist sonst noch jemand zu Besuch? Du bist zu Besuch. Und da ich dich noch gar nicht richtig begrüßt habe, würde ich dich gern einladen zu so einer Art Captain's Dinner. Fragt sich nur, wer der Captain ist. Ich natürlich. Ich bin ja auch die Hausherrin. Ja, das sehe ich zwar ein bisschen anders. Aber ich komme gern. Danke für die Einladung. Und wenn Sie die Berechnungen haben, schicken Sie die mir einfach zu. Am besten per Kurier. Tim! Entschuldigen Sie mich. Na, haben wir ausgeschaffen? Nee, abgebrochen. Leider war der Wecker nicht zu überhören. Ach, du besitzt einen Wecker, wie schön. Nur solltest du den mal langsam auf 6 Uhr stellen. Es tut mir leid, okay? Ich bleib heute Abend ein bisschen länger. Tim, darum geht es mir nicht. Mir gefällt nicht, wie du die Arbeit schleifen lässt und anderen gefällt es auch nicht. Der Schwiegersohn vom Chef kann sich alles erlauben. Die Leute reden bereits darüber. Ja, dann lass sie doch reden, das interessiert doch keinen. Mich interessiert es. Dieser Urlaub in Amerika. Sowas meldet man nicht erst nachher an. Ob ich hier bin oder nicht, was macht denn das für einen Unterschied? Tim, du bist hier nicht in einem Erholungsheim. Ich kenne genügend Leute, die würden sich um deinen Job reißen. Soll das eine Drohung sein? Nein, eine Warnung. Beherzige sie. Jetzt will er doch nicht heiraten? Tch. Dieser Markus scheint sich irgendwie nicht entscheiden zu können. Oh doch. Wenn es um seinen Job geht, dann kann er das. Da brauche ich mich nicht mal zu fragen. Also ich finde das ja auch ein bisschen komisch, dass er da einfach so zugesagt hat. So ist er eben. Hauptsache die Kohle stimmt. Und wie stellt er sich das praktisch vor? Sollst du mit nach New York? Na klar. Er meint, Ärzte braucht man überall. Hat er gar nicht so unrecht. Ja, aber was soll ich in New York? Och, mir würde da schon was einfallen. Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Er entscheidet über meinen Kopf hinweg, das ist das Problem. Und unsere Hochzeit scheint ihm auch nicht so wichtig zu sein, wenn er die einfach so sausen lässt. Wieso denn sausen lassen? Er will den Termin verschieben. Ja, aber wenn er schon so anfängt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Ich wette, dass ihm unsere Beziehung wieder zu eng ist und er da irgendwie raus will. Dazu braucht er aber keinen Job in New York. Doch, weil er genau weiß, dass ich hier nicht weg kann. Du willst hier nicht weg. Du könntest schon. Ja, und wozu habe ich dann all die Jahre studiert? Bestimmt nicht, um kurz vorher Schluss zu machen. Und wenn er erst mal alleine nach New York ginge? Ich glaube, das würde ich nicht aushalten. Dann müsst ihr noch mal zusammen reden. Irgendein Kompromiss wird sich schon finden lassen. Hm? Wir können uns ja auf der Hälfte treffen. Und wo wäre das? Irgendwo im Atlantik. Hast du dich mit Tim verabredet? Ja, heute Abend. Ich will endlich rauskriegen, was er gegen dich hat. Ich glaube, das weiß ich selbst nicht so genau. Das ist momentan ein bisschen durch den Wind. Es muss doch irgendwas geben, was ihn an dir stört. Vielleicht hast du ihn ja mal beleidigt, ohne es zu wissen natürlich. Also ich würde es echt lassen, das bringt nichts. Das werden wir ja sehen. Jo. Dein Vater für dich. Ja, hallo? Wirklich? Nee, ist ja klasse. Und wann? Ah ja. Und wo noch genau? Warte, ich schreib's mir eben auf. Da könnte ich mal wieder Kilometergeld verlangen. Du beschwer dich nicht. Du hast wenigstens bald Feierabend. Du musst ja noch den ganzen Tag rumstehen. Ja? Ich habe alles notiert. Alles klar. Und Papa? Vielen Dank nochmal, ja. Bis später. Sag mal,
Hast du eine halbe Stunde Zeit? Wieso? Nicht fragen. Cleo, kann sie ein bisschen früher gehen? Sag mal, muss das sein? Ja. Na gut, dann hau ab. Was soll das denn werden? Das wirst du gleich sehen. Hallo. Guten Tag. Und hat Tanja Sie auch zu Ihrem Captain's Dinner eingeladen? Ja, Sie gehen hin? ich denke schon. Ach, das wundert mich aber. Wo Sie doch glauben, dass Tanja was mit diesem Anlagebetrug zu tun hat. Ja, ich habe noch keine Beweise. Gut, dann bin ich wenigstens nicht allein mit Tanja und meinem Schwiegersohn. Wissen Sie, ich finde es nämlich äußerst geschmacklos, wie die beiden sich aufführen. So? Ja, Sie etwa nicht? Ich meine, Tanja ist die Witwe Ihres Vaters. Stört es Sie denn nicht, dass jetzt Tim an Ihrer Seite ist? Ich möchte nicht mit Ihnen darüber reden. Na, natürlich. Ich wollte Sie eigentlich auch nur fragen, ob Tanja sich zu Gebhard geäußert hat. Weiß sie etwas über seinen Verbleib? Sie sagt nein. Was Sie natürlich nicht glauben. Ja, unsere Tanja ist schon eine sehr undurchsichtige Person. Es wäre ihr zuzutrauen, dass sie gemeinsame Sache macht mit Gebhard. Und Ihnen nicht. Ach, wissen Sie, man traut mir viel zu, daran habe ich mich gewöhnt. Aber den eigenen Stiefsohn auszunehmen? Nein, nein, das wäre nicht mein Stil. Tim! Tim! Noch etwas. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein, ich muss mit dir über Jan sprechen. Alles nur das nicht. Ja, warum denn nicht? Ich wollte kurz nachfragen. Den Kies wirklich zum Rohbau rüber? Was meinst du, warum ich dir das sage, Mann? Ja, okay. Moment! Der Kies kommt neben den Zement! Alles klar, Chef. Natürlich! Sag mal, was soll das? Willst du mich jetzt unbedingt vor allen Leuten lächerlich machen, oder was? Ach so, Tim, wenn du unsinnige Anweisungen gibst, muss ich das korrigieren. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte, mir kommen die Tränen. Mann, das macht dir doch Spaß. Musst du mir unbedingt mal zeigen, wo es lang geht, ja? Tim, was soll denn das jetzt? Was das soll? Ich kündige. Lass mich von dir nicht wie ein Kleinkind behandeln. Du schreist so laut wie ein! Schrei so laut ich will! Und von dir lass mich schon lange nichts mehr sagen. Tim! Tim, jetzt warte doch! Die Wohnung ist wirklich wunderschön. Aber wie soll ich die denn bezahlen? Mach dir mal darum keine Gedanken. Die bezahle ich. Du? Ja, hast du was dagegen? Das wird hier unsere Wohnung. Wir ziehen hier zusammen ein. Meinst du und ich hier in dieser Wohnung? Ja. Dann bist du endlich bei Tim raus und ich muss nicht mehr in dieser blöden Pension hocken. Du überrumpelst mich jetzt aber ein bisschen. Es war doch nie die Rede davon, dass wir zusammenziehen. Das war ja auch ein ganz spontaner Entschluss. Das letzte Mal mit Tim hat mir wirklich völlig gereicht. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, mich in der Badewanne überraschen zu lassen. Ja, das stimmt. Aber deswegen gleich zusammenziehen. Ich meine, wieso nimmst du dir die Wohnung nicht erstmal allein? Dann sind wir auch ungestört. Und je nachdem, wie es läuft zwischen uns, kann ich ja immer noch einziehen. Warum denn warten? Jan, ich kenne dich doch erst seit ein paar Wochen. Ich kann mir doch nicht gleich mit dir zusammen eine Wohnung nehmen. Na gut, wenn du es vorziehst, bei Tim in diesem kleinen Zimmer zu wohnen, alles klar. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich bin einfach noch nicht so weit. Das hat aber nichts mit meinen Gefühlen zu dir zu tun. Ach, schon gut. Vielleicht bin ich in ein paar Wochen schon so weit. Komm, wir gehen jetzt noch ein bisschen bummeln. Ich habe ja noch Zeit bis heute Abend. Ach nee, lass mal. Mir ist die Lust vergangen. Hallo. Ah, Sophie, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, kein Problem. Tja, auf dem Weg hierhin habe ich schon mal über die ganze Sache ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, du hast dir ein ganz schönes Ding erlaubt. An Geros Stelle wäre ich auch gekränkt. Natürlich hättest du mit ihm sprechen sollen, bevor du den Job zugesagt hast. Das hätte ich ja auch gern, aber ich musste gleich zusagen. Markus, bei so wichtigen Entscheidungen hat doch jeder das Recht, wenigstens ein paar Stunden nachzudenken. Zumindest bei seriösen Angeboten. Hier war das aber nicht möglich. Ich weiß auch gar nicht, warum Gero so ein Problem mit New York hat. Aber das geht doch gar nicht um New York. Das hätte ja genauso gut
London oder Paris sein können, dann wäre er genauso gekränkt. Es geht darum, dass du mit ihm über so wichtige Sachen sprichst, bevor du sie entscheidest. Das ist so üblich unter Eheleuten. Und nicht nur da. Ich kann doch nicht alles mit ihm absprechen. Nein, nicht alles. Aber einen Jobwechsel nach New York schon, oder? Ich find's klasse, dass du den Job hingeschmissen hast. Die Baubranche ist nichts für dich. Außerdem kannst du morgen direkt ausschlafen. Wieso gerade morgen? Naja, wir wollten doch heute Abend feiern. Mein Dinner. Ach, das habe ich völlig vergessen, Mann. Können wir das nicht absagen und stattdessen ins Casino gehen? Tim, das geht nicht. Ich habe schon alles vorbereitet. Kann ich mich da nicht ausklinken? Ah, du kannst mich ja wohl nicht mit Rajan und Clarissa alleine lassen. Wieso lädst du die beiden ein, wenn du keinen Bock auf sie hast? Weil Clarissa sehen soll, dass ich die Herrin im Hause bin. Und Rajan soll sehen, dass du der Mann an meiner Seite bist. Dann schick ihm ein Polaroid von uns beiden. Ach komm, Tim, nun hab dich nicht so. Es wird bestimmt ganz nett. Wir essen was, wir trinken was und nebenbei ärgern wir Rajan und Clarissa. Also ich finde, das klingt gut. Ja, Essen und Trinken klingt ganz gut, aber Rajan und Clarissa, Mann. Komm, ich verspreche dir, das wird ein Riesenspaß. Ja, hoffentlich lachen wir uns nicht tot. Gero, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich auch. Mir ist jetzt erst richtig klar geworden, wie unmöglich du dich verhalten hast. Für irgendeinen Job unsere Beziehung aufs Spiel zu setzen, obwohl... Ich habe eingesehen, dass meine vielleicht ein bisschen egoistische Entscheidung nicht ganz in Ordnung war. Aber ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich versucht habe, dich zu erreichen. Wann? Ja, gleich nachdem ich zugesagt habe. Danach? Vorher war leider nicht möglich. Ich habe wirklich versucht, dich zu erreichen. Dann hättest du wenigstens das Gespräch mit dem Pfarrer absagen können. Sehr rücksichtsvoll. Na gut, mein Verhalten war vielleicht nicht ganz korrekt, aber... Also, was machst du eigentlich für eine Scheiße? Ich habe mich schon so auf eure Hochzeit gefreut. Kathi, wir werden heiraten. Also wenigstens, wenn es nach mir geht. Und es geht ja immer nach ihm. Warum heiraten wir nicht einfach in New York? Weil ich hier mit meinen Freunden feiern will. Dann kommen unsere Freunde oder Verwandten eben ein paar Tage nach New York. Also, ich würde es glatt machen. Ja, dann könnt ihr ja da heiraten. So ein Blödsinn. Ihr liebt euch, dann ist es doch scheißegal, wo man lebt oder Hochzeit feiert. Also, wo sie recht hat, hat sie recht. Ne? Und was sagst du zu dem Wein, Clarissa? Ausgezeichnet. Ist der aus unserem Weinkeller? Aus meinem Weinkeller, ja. Ich fürchte, da hast du aus Versehen in Christophs Regal gegriffen. Den habe ich nämlich 1985 eingelagert. Aber es freut mich, dass er dir schmeckt. Wenn du willst, zeige ich dir gerne mal die Bestände. Ich kenne sie wie keine zweite. Ach, danke. Ich finde mich auch allein gut zurecht. Ihnen scheint er ja auch zu schmecken, obwohl er eigentlich zu schade ist, ihn so gedankenlos in sich hineinzukippen. Also wie ich meinen Wein trinke, kann ihm ja wohl egal sein, oder? Ich sage das bloß, damit Sie den guten Tropfen auch zu würdigen wissen. Eine Flasche kostet nämlich so viel, wie Sie den ganzen Monat bei Arno verdienen. Tim! Tut mir leid, aber es gibt Leute, mit denen kann ich nicht an einem Tisch sitzen. Ich hab's doch immer gewusst. Kein Humor, keine Manier. Was ist denn das für ein Job in New York? Die wollen mich als Etatdirektor für eine der Top-10-Agenturen. Klingt nach guter Bezahlung. Ja, da könnte man sich schon eine Hochzeit im Plaza leisten. Aber das wird wohl jetzt nicht mehr möglich sein. Rufst du da jetzt an? Ja. John, Markus Fröhlich hier. Ja, danke. Nein, ich bin noch nicht auf dem Flughafen. Bin noch in Düsseldorf. John, ich wollte sagen, dass ich das Angebot leider doch nicht annehmen kann. Ja, mir ist was dazwischen gekommen. Ein besseres Angebot? Ja, gewissermaßen. Nein, nicht aus der Industrie, privat. Ich werde heiraten. Ja, mein Freund. Doch, das ist möglich in Deutschland. Ja, danke. Also, bye-bye. Hi, Tim. Hi. Kommst du jetzt erst von der Arbeit? Nein. Warum? Ach, ich frag nur so. Kriegst du noch Besuch? Nein, der ist für uns. Wir wollten noch mal über Jan reden.
Das verschieben wir lieber. Nee, noch besser. Wir lassen es ganz bleiben. Aber wieso denn? Mann, weil mir das Thema bis hier steht. Aber warum? Was ist denn passiert, dass du so gegen ihn bist? Lassen wir das lieber. Tim, bitte. Ich habe jetzt extra auf dich gewartet. Lass uns drüber reden. Nein. Ach, ich verstehe das nicht. Erst machst du alle möglichen Andeutungen und jetzt sagst du einfach nichts. Sag mal, Kerstin, kapierst du es nicht? Ich hab keinen Bock. Ich hatte einen Scheißtag. Ich komme hier nach Hause. Du sitzt hier und willst mit mir über Jan reden. Ich will euch ja nur verstehen. Mann, Kerstin, lass mich doch einfach in Ruhe damit, verdammt noch mal! Jan hat wirklich recht. Es hat keinen Sinn. Das war ein ausgezeichnetes Menü. Finden Sie nicht auch? Ja, es war sehr gut. Nur schade, dass Tim das Dessert verpasst hat. Du hättest ihn ja nicht beleidigen müssen. Ich habe ihn doch nicht beleidigt. Doch, das hast du. Ich hätte dir den Mund verbieten sollen. Du, mir? Ja, ich dir. Ich hätte nicht zulassen sollen, dass du in meinem Haus so mit Tim redest. Tanja, was redest du denn da? In deinem Haus. Das ist mir schon den ganzen Tag aufgefallen. Das hier ist Christophs Haus. Jedenfalls zur Hälfte. Und in Christophs Hälfte bin ich die Hausherrin. Clarissa, Christoph hat dich rausgeschmissen. Du hast nicht mal das Recht, dich in diesen Räumen aufzuhalten. Du täuschst dich. Christoph und ich leben getrennt. Ja, siehst du, du sagst es ja selbst. Moment. Es gibt kein Gerichtsurteil, das Christoph das alleinige Wohnrecht in Friedenau zuspricht. Naja, du hast ja das Penthouse, du hast ja nichts zu suchen. Ja, das ist eine formlose Absprache zwischen Christoph und mir. Solange die gemeinsame Ehewohnung per Gerichtsbeschluss nicht Christoph zugesprochen wurde, ist es auch meine Wohnung. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Doch. Wenn du also das nächste Mal die Hausherrin spielen willst, dann vergiss nicht, dass ich hier die älteren Rechte habe. So. Und als Hausherrin hebe ich jetzt die Tafel auf. Schönen Abend noch. Lass mich rein. Hau ab! Ist Kerstin da? Was hast du ihr erzählt? Ich war nicht Zielleine. Ich muss das aber wissen. Sag mal, kapierst du es nicht? Ich will dich hier nicht mehr sehen. Ich hab dich lang genug hier ertragen. Dich und Julia und euer Kind.